herzlich willkommen am Campus Maschinenbau in Garbsen. Ich bin Svenja Spindeldreyer und ich begrüße Sie und euch ganz herzlich hier am Institut für Mechatronische Systeme. Ich möchte zusammen mit meinen Kollegen die Chance nutzen und einen kleinen virtuellen Institutsrundgang machen, um euch und Ihnen zu zeigen, an was wir gerade aktuell forschen und beispielsweise auch, wo es studentische Arbeiten gibt. Kommt mit! Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Elias und ich möchte euch heute einmal die Relapses IMIS vorstellen. Diese Remote Laboratory, hier könnt ihr das von den mechatronischen Systemen sehen, ist an die Veranstaltung Mechatronische Systeme und Robotik 2, der Data-Roboter dort, angehängt. Es ist bei diesen Laboren möglich, dass ihr euch anmeldet aus dem Internet heraus und diese Labore oder Versuche in diesen Laboren komplett eigenständig zu Hause macht. Dort gibt es ein Bewertungssystem und der beste Student jeweils wird am Ende immer ausgezeichnet. Der Vorteil dieser Remote-Labore ist, dass ihr das komplett eigenständig zu jeder Zeit machen könnt und dass sie zugleich der Stoff der Veranstaltung gefestigt wird. So, genug aber von Lehre, ich möchte euch jetzt den Rest zeigen und euch einmal mit in die Forschung des IMIS nehmen. Hallo und herzlich willkommen hier im Medizintechniklabor IMIS. Mein Name ist Leon, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Arbeitsgruppe Medizintechnik und Bildverarbeitung und möchte euch heute einmal das Labor und die vorhandenen Geräte zeigen. Wir haben hier eine ganz vielfältige Ausstattung. Außerhalb des Bildbereichs steht dort drüben ein C-Bogen, das ist ein Röntgengerät. Wir haben weiterhin ein optisches Kohärenztomographiegerät, das ist ebenfalls eine Bildgebungsmodalität. Wir haben einen Laser und dann sieht man hier über mir eine von unseren Tracking-Kameras. Das heißt, hier über uns an der Decke hängt ein optisches Tracking-System. Dieses kann reflektierende Marker im Raum bestimmen, sodass wir die Marker und dann entsprechend zugehörige Objekte tracken und messen können. Natürlich haben wir hier hinten auch ein paar Roboter. Zunächst ist hier der LBR zu nennen. Das Besondere an diesem Roboter ist, dass er 7 Gelenke hat. Das heißt, wir haben eine Redundanz. Wir können mit diesem Roboter Nullraumbewegungen ausführen, bei denen im Endeffekt der Spitze seine Lage behält und dann der Roboter trotzdem bewegt werden kann. Weiterhin hat jedes dieser Gelenke in diesem Roboter Kraftmomentensensoren, sodass der Roboter sich bewusst ist, wenn er gegen einen Widerstand fährt. Hintergrund ist, hier ist dieser Roboter dazu ausgelegt ist, in Kooperation mit den Menschen zu arbeiten. Im Rahmen der Medizintechnikforschung untersuchen wir, wie wir einen solchen Roboter im OP als sterile Assistenz einsetzen können, um zum Beispiel Instrumente anzureichen. Ganz neu hier hinten steht der etwas verrückt ausschauende Kamerad. Der ist nicht nur aus optischen Gründen so schön verchromt. Dieser Roboter ist dazu ausgelegt, in sterilen medizinischen Umgebungen zu arbeiten. Das heißt, der ganze Roboter ist sterilisierbar und damit er das halt überlebt, ist er so verchromt. Eingesetzt wird dieser Roboter im Rahmen meines Projektes. Das Projekt trägt den Namen IndiHeart. Das steht für Individualized Heart Muscle for the Remuscularization of a Failing Heart. Das bedeutet, dass wir im Rahmen dieses Projektes individualisierte Herzmuskelpatches, also wirklich funktionelles Herzmuskelgewebe, züchten wollen, um das einzusetzen bei Herzinsuffizienz. Herzinsuffizienz bedeutet, dass der Herzmuskel geschwächt ist und dementsprechend nicht mehr die nötige Kraft für eine ausreichende Blutversorgung generieren kann. Und da kommt dann genau dieses gezüchtete Patch zum Einsatz. Das kompensiert entsprechend die fehlende Kraft. Natürlich fehlt dem IMIS hier die biologische und medizinische Kompetenz, ein solches Projekt komplett alleine zu stemmen. Wir haben einige Kooperationspartner in Göttingen, die sich genau diesen Schwerpunkten widmen. Das heißt, unser Projekt oder mein Aufgabenbereich setzt genau da an, wo der Zellmuskelverlauf dieses Patches schon feststeht. Diese Information bekomme ich aus Göttingen und dann geht es darum, bis zum Jahr 2023 diesen ganzen Druckprozess zu automatisieren. Warum sage ich Druckprozess? Naja, dieses Herzmuskelpatch wird halt genau über einen sogenannten Bioprinting-Prozess hergestellt. Bioprinting kann man sich im Großen und Ganzen so vorstellen wie 3D-Druck für biologische Materialien. In diesem Zusammenhang sind es eben genau Zellen. Und mit Hilfe dieses Designs und Patches geht es dann darum, die Steuerung zu optimieren, das heißt bestimmte Druckparameter einzustellen,
potenziell zu optimieren, je nach Fahrt, und dann entsprechend das Gewebe zu drucken und herzustellen sozusagen. Was sind meine nächsten Schritte im Rahmen dieses Projektes? Es wird zunächst darum gehen, einige entscheidende Druckparameter zu validieren, beziehungsweise vor allem dessen Steuerung zu validieren. Das heißt, ich muss sicherstellen, dass bestimmte Parameter, so wie ich sie eingebe, auch tatsächlich am Ende vom Roboter ausgeführt werden. Als nächstes wird es dann darum gehen, diesen Endeffektor etwas zu optimieren. Das heißt, wird entsprechend angepasst an die Situation und hoffentlich funktionsfähiger und etwas kompakter. Noch befindet sich diese ganze Anlage im Bau, das heißt, ich bin noch nicht hundertprozentig fertig, um sie in Betrieb zu nehmen. Deswegen kann ich euch noch keinen kompletten Druckprozess zeigen. Was ich euch heute schon mal mitgebracht habe, ist eine Dummy-Trajektorie einer ganz einfachen Figure 8, also einfach eine 8, bei der man hoffentlich dann ganz gut verstehen kann, wie dieser Prozess letztendlich auch mit Zellen ablaufen soll. Genau, auch wenn es hier jetzt sich um Dummy-Flüssigkeiten handelt. Hi, ich bin Vincent. Ich forsche am Institut für Mechatronische Systeme an hyperredundanten Robotern und Kontinuumsrobotern. Hyperredundante Roboter sind serielle Kinematiken, die sehr viel mehr Gelenke haben als kartesische Freiheitsgrade am Endeffektor. Sowas wie Geht die Anzahl der Gelenke gegen unendlich, spricht man von Kontinuumsrobotern. Diese Art Roboter sind ganz anders aufgebaut als klassische Kinematiken. Sie haben keinerlei Gelenke mehr, stattdessen bestehen sie aus nachgiebigen Materialien, die durch Krafteinwirkung verformt werden. Durch diese neuartige Struktur entstehen ganz viele neue wissenschaftliche Fragestellungen. Konkret an IMES beschäftigen wir uns mit der Modellierung sowie dem Prototypenbau dieser Art von Manipulatoren. Ich persönlich forsche an neuen Methoden, um die Form des Roboters rekonstruieren zu können. Wenn ihr Interesse habt, uns bei dieser Forschung zu unterstützen, dann schaut einfach mal bei uns auf der Homepage vorbei oder schreibt uns eine E-Mail. Wir haben immer wieder spannende Themen für Bachelor-, Studien- und Masterarbeiten bereit. Ciao! Hi, ich bin Marvin und wissenschaftlicher Mitarbeiter am IMES im Bereich der mobilen Robotik. In meinem Projekt habe ich mich damit beschäftigt, diesen Roboter hier zu entwickeln. Wer er ist und was er kann, zeigt er euch aber am besten selber. Wer bist du? Mein Name ist Zobi. Ich bin ein Roboter für den Campus Maschinenbau in Garbsen. Und was kannst du so? Ich kann dir zum Beispiel sagen, was es heute in der Mensa zu essen gibt, wann der nächste Bus abfährt oder welche Veranstaltungen in Hörsälen stattfinden. Und bist du schon im Einsatz? Bisher fahre ich hauptsächlich im Institut umher, in ein paar Monaten dann aber auch auf dem Campus. Ja, Zobi ist ein soziales, mobiles Robotersystem, das, wie wir gerade gesehen haben, mit Sprache interagieren kann. Also er kann selber sprechen und er kann auch Sprache verstehen. Man kann also über Sprache und sowohl auch über das Tablet mit ihm interagieren. Der Roboter ist mobil, das heißt, wir haben eine mobile Plattform, er kann sich also autonom durch die Umgebung bewegen
und hat verschiedene Sensoren zur Umgebungserfassung verbaut. Beispielsweise hier im Hals ein 3D-Laserscanner, hier oben eine Kamera, hinten im Hinterkopf ist auch noch eine Kamera verbaut und unten dann Sicherheitstechnik, Sicherheitslaserscanner, Ultraschallsensoren, damit er niemand über die Füße fährt. Der Roboter soll natürlich nicht nur als Informationssystem verwendet werden, sondern von uns auch für die Forschung. Und zwar kann mit den genannten Sensoren der Roboter Personen detektieren, und zwar einmal komplett um ihn herum in einem Radius von bis zu 4 oder 5 Metern. Und dadurch, dass er durch seine Lokalisationsalgorithmen permanent weiß, wo er sich in der Umgebung befindet, können diese Daten dann räumlich und zeitlich zugeordnet werden. Die Daten verwenden wir dann als Trainingsdaten für ein stochastisches Modell, was prädizieren können soll, wann sich an bestimmten Orten mit hoher Wahrscheinlichkeit Personen aufhalten werden. Diese Kenntnis kann dann verwendet werden, um die Aufgabendurchführung des Roboters zu verbessern. Also beispielsweise kann er sich dann an Orten positionieren, die ein hohes Personenaufkommen erwarten lassen und somit häufiger mit Personen interagieren. Eine andere Anwendung wäre beispielsweise für den Fall, dass der Roboter vor einer verschlossenen Tür steht. Wie man sieht, hat er nur so sehr angedeutete Arme, mit denen er keine Tür öffnen kann. Wenn er also vor einer verschlossenen Tür steht, muss er aktiv um Hilfe fragen, und zwar Menschen um Hilfe fragen, die ihm dann die Tür öffnen können. Und wenn er weiß, wo sich wahrscheinlich Personen aufhalten werden, geht das natürlich schneller, als wenn er auf gut Glück einfach mal lossucht. Wir veröffentlichen den Roboter momentan als Open-Source-Projekt. Wer also sich genauer dafür interessiert, kann einmal auf unserer Webseite nachschauen. Das war es soweit von mir zur mobilen Robotik. Herzlich willkommen an der Modellfabrik des IMES. Ich zeige euch jetzt einmal die einzelnen Komponenten und Aufbauten. Kommt einfach mal mit. Der Prozessablauf beginnt hier bei unserem SCARA-Roboter. Der SCARA-Roboter greift sich hier über den Infeed einen dieser Klötze. Klötze kann man hier einmal in groß sehen. Er greift dann diesen Klotz und setzt ihn auf eine Palette auf dem Förderband. Das Förderband transportiert anschließend die Palette zur nächsten Station. Das ist hier der Data-Greifer, der einen Stern vom hinteren Förderband greift. Stern kann man auch einmal sehen, der hier genau in diesen Klotz reinpasst. Ist dann die Palette befüllt, wird sie bis ans Ende des Förderbands transportiert. Dort greift sich dann das Regalbediengerät diese Palette und transportiert sie dann in das Hochregallager und legt sie dann dort ab. Aus diesen einzelnen Komponenten, Regalbediengerät, den einzelnen Roboterkinematiken, den Förderbändern, ergeben sich unterschiedliche Forschungsthemen, die wir an unserem Institut bearbeiten. Zum einen beschäftigen wir uns viel mit Modellbildung einzelner Prüfstände, zum Beispiel den Regalbediengeräten oder den Roboterkinematiken und dort vor allem auch mit Parameter- und Strukturidentifikation. Diese Parameteridentifikation kann zum Beispiel online erfolgen, durch Kalman-Filter oder ähnliches. Mithilfe dieser Online-Schätzung lassen sich dann zum Beispiel Ein- und Ausladevorgänge vom Regalbediengerät erkennen, bei denen sich die Masse ändert, oder auch Greifvorgänge von den Robotern. Und auf diese Weise lässt sich auch der Prozess überwachen. Außerdem lassen sich mit den Modellen Schwingungskompensationen durchführen, zum Beispiel für das Regalbediengerät, dort die Mastschwingung, oder auch für den SCARA-Roboter, der hier beim Greifen deutlich schwingt. Wer unser Masterlabor hierzu besucht hat, wird sich sicherlich erinnern an ein Input-Shaping für den SCARA-Roboter. Neben den einzelnen Komponenten betrachten wir natürlich auch den gesamten Prozess. Dort lässt sich zum Beispiel der Energieverbrauch der gesamten Anlage optimieren. Alle diese Komponenten sind elektrisch miteinander gekoppelt und so lässt sich dann Energie austauschen. Das kann man dafür nutzen, dass, wenn durch einen einzelnen Roboter Energie zurückgespeist wird, diese von einer anderen Komponente verwendet wird. So lassen sich dann optimale Bewegungen und Bahnplanungen finden
um diese gesamte Anlage möglichst effizient zu betreiben. Ein weiteres Thema, das wir uns angenommen haben, ist die Vernetzung der Daten, die vor allem im Rahmen von Industrie 4.0 stark zugenommen hat. Dort alle unsere Komponenten sind miteinander vernetzt und so lassen sich große Datenmengen erzeugen, die anschließend durch Verfahren des maschinellen Lernens typischerweise ausgewertet werden, weil mit normalen Menschen das kaum mehr zu machen ist. Mithilfe dieser Machine Learning Modelle lässt sich dann zum Beispiel eine Anomalieerkennung realisieren, bei der der Prozess überwacht wird und dort Anomalien erkannt werden. Das kann zum Beispiel eine falsche Reglerparametrierung an einem der Prüfstände sein. Es können aber auch mechanische Defekte sein, zum Beispiel klemmende Rollen oder fehlerhafte Massen der Produkte. Damit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Für den Fall, dass ich euer Interesse geweckt habe, könnt ihr mir gerne eine E-Mail schreiben. Hallo alle zusammen, mein Name ist Aramon und herzlich willkommen zur Laborführung. Ich darf euch heute die parallelkinematische Maschine zeigen. Das Besondere an dieser Parallelkinematik ist folgendes. Und zwar besteht jede einzelne der 3 kinematischen Ketten aus 2 einzelnen Segmenten. Am Anfang jeder kinematischen Kette haben wir einen Motor. Und die einzelnen Segmente sind hier über die passiven Gelenke miteinander verbunden. Hier haben wir nun den Endeffektor. Und zwar ist dieser Endeffektor über die einzelnen zweiten Segmente, über die Plattformkopplpunkte hier mit verbunden. So. Das Besondere an dieser Maschine ist nun folgendes. Und zwar haben wir hier noch eine weitere Achse, eine weitere aktuierte Achse. Und zwar war ein langjähriges Forschungsprojekt hier am IMES folgendes. Um Singularitäten zu vermeiden bzw. zu verschieben oder auch um den Arbeitsraum zu vergrößern, hat man das System kinematisch redundant erweitert. Und zwar um diese Linearachse hier. Was wir nun machen können, ist folgendes. Und zwar können wir hier die Linearachse bzw. diese Basis so verschieben, dass der Arbeitsraum in die jeweilige Richtung halt stärker verschoben wird oder auch, dass die Singularitäten verschoben werden. Zu den Singularitäten. Das Besondere an einer Parallelkinematik ist, dass nun 3 Typen von Singularitäten auftreten können. Typ 1 kann man nun optisch so interpretieren oder so erkennen, dass eine kinematische Kette, so wie diese hier, nun komplett ausgestreckt ist oder der entgegengesetzte Fall komplett eingeklappt ist. So, das Besondere an diesem Fall ist nun, dass wir einen Freiheitsgrad am Endeffektor verlieren. Das heißt, beispielsweise können wir hier den Endeffektor nicht mehr weiter entlang der kinematischen Kette verändern. Der zweite Fall, der Singularitäten Typ 2, treten nun dann auf, wenn wir Folgendes erkennen können. Und zwar, wenn dann entweder die zweiten Segmente einer kinematischen Kette einen Schnittpunkt miteinander haben oder parallel zueinander sind. Parallel zueinander wäre jetzt beispielsweise dieser Fall ungefähr. Das heißt, wenn diese 2 Segmente auf einer Gerade bzw. auf einer Linie liegen und dieses Segment nun die einzelne Linie schneidet. Somit haben wir auch einen Schnittpunkt bzw. die 2 sind parallel zueinander. Das Besondere hierbei ist nun folgendes. Betrachten wir nun einmal wieder die Startkonfiguration, dann sehen wir, wenn wir hier den Endeffektor leicht verändern, können wir eine Bewegung oder eine Rotation an den einzelnen aktuierten Gelenken ebenfalls detektieren. Ja, das sieht man nun hier ganz stark. Wenn wir nun in einer Singularität von Typ 2 sind, passiert Folgendes. Und zwar bekommen wir am Endeffektor einen weiteren Freiheitsgrad dazu, was wir nicht an den einzelnen aktuierten Gelenken detektieren können oder was wir halt schwächer detektieren können. So beispielsweise, wenn ich jetzt hier einmal versuche, die Parallelität wieder zu finden, so wie hier ungefähr, kann ich nun meine Endeffektor-Plattform ganz leicht verändern und die Bewegung, die daraus resultiert, ist nun geringer. Beziehungsweise die Bewegung, die daraus resultiert, an den einzelnen aktuierten Gelenken, ist nun geringer als vorher. Ein weiterer Fall der Singularität Typ 2 ist nun, wenn wir nur einen Schnittpunkt haben, aber keine Parallelität. Das wäre jetzt beispielsweise dieser Fall. Denn was wir nun jetzt haben, ist, wir haben hier jetzt das zweite Segment, jeweils an einem Schnittpunkt an diesem Bereich hier ungefähr. Und wie zuvor bekommen wir am Endeffektor hier wieder einen weiteren Freiheitsgrad dazu. So, das kommt wieder raus. Genau. Wenn wir den nun wieder ganz leicht verändern, ist die Veränderung an den einzelnen aktuierten Gelenken wieder diesmal viel geringer. Somit sind die Singularitäten von Typ 2 am kritischsten und müssen besonders berücksichtigt und vermieden werden.
Aber wie bereits erwähnt, ist halt eine Strategie zur Vermeidung oder zur Verschiebung der Singularitäten 2, indem wir nun gerade die Linearachse verwenden können. Denn mittels dieser Linearachse können wir das Ganze halt verschieben bzw. verändern. So. Genau. So. Damit bin ich am Ende der Laborführung und bedanke mich für eure Zeit und Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Ja, herzlich willkommen im Aktoriklabor. In diesem Labor ist die Situation so, dass wir verschiedene Prüfstände haben, die unabhängig voneinander funktionieren. Und ich werde jetzt im Folgenden die einzelnen Prüfstände der Reihe nach durchgehen und was dazu sagen. Wir fangen mit dem Einzelachsprüfstand an, da hinten. Dann kommt der mobile Motorwagen auf der Seite und zum Schluss dann der Kugelplatteversuch. So, das ist der Einzelachsprüfstand. Das ist also eine Linearachse. Der Motor ist im Direktantrieb mit der Linearachse verbunden und kann den Schlitten hin und her bewegen, translatorisch. Zusätzlich gibt es aber an der Verbindungsstelle noch eine lose Kupplung und das hat den Effekt, dass ich den Abtrieb hin und her bewegen kann, ohne dass sich der Motor bewegt. Das ist also der Effekt, den man auch aus der Lenkung eines PKWs kennt. Zusätzlich soll dieser Aufbau einen Mehrmassenschwinger darstellen. Gut, bei diesem Prüfstand ist es so, dass zwei Motoren über einen Zahnriemen miteinander verbunden sind. Und das Besondere ist, dass ich die Spannung des Zahnriemens über diese Zusatzrolle hier in der Mitte einstellen kann. Ich kann also wählen, ob der Riemen stramm oder locker gespannt sein soll. Und dadurch kann ich leicht sehr viele Trainingsdaten generieren, um zum Beispiel einen Klassifikator anzulernen. So, und zum Schluss haben wir hier dann noch den sogenannten Kugelplatte-Versuch. Das funktioniert so, dass eine Platte kardanisch gelagert ist in der Mitte und es gibt zwei Tauchspulaktoren, die die Platte also aktuieren. Diese Aktoren stellen zunächst eine Kraftaktuierung dar. Dafür gibt es Kraftsensoren auf der Basis von Wegezählen hier unten drunter. Und zusätzlich wird die Position der Platte gemessen über Laserabstandssensoren, die sitzen hier in den schwarzen Kästen. Und ich kann jetzt durch die Ansteuerung eine Kugel, die hier drauf rumläuft, an eine bestimmte Stelle fahren. Die Position der Kugel wird direkt nicht gemessen, aber die wird über Beobachter geschätzt und das macht das Ganze so mechatronisch. Ja, das war's dann aus diesem Labor. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und vielleicht sieht man sich ja mal.